Wünsche gibt es viele. Tolle Batterieeigenschaften, starke Leistung oder viel Kapazität für viele Verbraucher. Aber schlussendlich muss die Batterie ins Fahrzeug passen. Länge, Breite, Höhe, da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder Stefan? Im Prinzip nicht, aber in der Praxis dann doch sehr viel, weil es da immer wieder Unwägbarkeiten gibt und Unwissenheiten. Wie messe ich denn die Batterie? Was machen die Maße aus? Ja, wie muss ich das alles berechnen? Und da gibt es halt eben sehr viel Raum für Unklarheiten und deswegen wollen wir das hier ein bisschen beleuchten, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Also wichtig ist das ja nicht erst, wenn ich eine neue Batterie einbauen will, sondern eigentlich doch schon an dem Zeitpunkt, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was eine passende Batterie wäre, wenn ich recherchiere. Da hast du recht. In der Regel ist es eigentlich so, dass wir nach der Batterie schauen, wenn sie ausgefallen ist. Ja, dann steht man ja schon vor dem Objekt der Begierde und dann macht man die Haube auf und dann guckt man sich halt einfach mal die Anbaugegebenheiten an. Länge, Breite, Höhe. Bevor ich mir überhaupt Gedanken mache, was für eine Art Batterie ich dann überhaupt kaufen möchte. Ob ich jetzt einen Spritzschutz haben will oder sonst irgendwas. Welche Technologie. Der Einbauraum ist eigentlich das, was entscheidend ist und das sollte man halt eben dann auch entsprechend erstmal definieren. Ja. Also, dann legen wir mal los. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Batterien und da haben wir einmal Batterien mit Blockdeckel, wo also die Pole rausstehen und es gibt Batterien mit versenktem Deckel, okay, ja, und mit versenkten Polen, wo die Batterien halt eben nicht rausstehen. Wenn man jetzt die Maße haben will, dann sind immer die Absolutmaße der Batterie entsprechend das, was zählt. Also die absolute Länge inklusive Deckelüberstand, ja, die absolute Breite inklusive Bodenleisten und die absolute Höhe, das heißt bis zum Höhe der Pole zu messen. Ja. Ja, hier haben wir wie gesagt die Höhe inklusive Pole. Hier wäre die Höhe, wenn wir das mal so aufklappen können, im Prinzip Deckeloberkante, weil die Pole halt eben versenkt sind. Ja. Ja. Aber auch hier gilt absolute Breite inklusive die Bodenleiste? der Bodenleiste, absolute Länge inklusive Bodenleiste, der Bodenleiste. ja, und halt eben die Breite immer auch mit dem Deckelüberstand gemessen. So haben wir die Absolutmaße überall. Ja, und das ist halt eben die größtmögliche Ausdehnung, die diese Batterie haben kann, die jetzt da drin ist. Wenn man dann noch die Schaltung beachtet, Schaltung ist halt eben die Polanordnung, da gibt es immer wieder auch sehr, sehr interessante Messmethoden. Also in der Regel drehe ich die Batterie um, sodass die Pole an meinen Bauch stoßen und dann bestimme ich, wo ist der Pluspol. In dem Fall wäre der Pluspol rechts. Ja, manchmal sind sie bei Autoherstellern so rum eingebaut, da muss ich sie halt eben gedanklich drehen, dass sie bei mir an den Bauch stoßen, damit ich weiß, wo der Pluspol angeordnet ist. Ja, und dann habe ich eigentlich alle Maße, die wichtig sind, um eine Batterie zu bestimmen. Also ist ja eigentlich jetzt alles klar. Aber was mache ich zum Beispiel, wenn ich wenig Platz habe? Bei wenig Platz muss man halt schauen, wie viel Platz habe ich zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich, eine Batterie unterzubringen. Es gibt spezielle Batteriesorten, ja, Wickeltechnologie, die also auf einem kleinen Bauraum eine hohe Anzahl an oder eine hohe Kapazität zur Verfügung stellen, auch einen hohen Kaltschaltstrom. Muss man halt eben gucken, da haben wir ja genügend Produkte im Programm, die das entsprechend abdecken können. Okay, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich jetzt extrem wenig Platz habe? Man hat oftmals bei Motorrädern den Fall, dass der Bauraum, der Einbauraum sehr eng ist. Ja, dann kann ich auf Lithium umsteigen. Die Lithium ist in der Regel vom Baukasten her kleiner ausgelegt, wie jetzt ein normaler Batteriekasten. Das wäre da eigentlich die einzige Möglichkeit, um was unterzubringen. Also ist ja eigentlich alles ganz klar soweit. Aber was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wenig Platz habe oder sehr wenig Platz habe, zum Beispiel bei Sonderbauten im Bereich Custom Bikes oder auch im Freizeitbereich Boote oder Karawanen? Also wenig Platz, der Platz ist ja vorgegeben bei Fahrzeugen, durch den Batterieboden. Ja, da kann ich also, da habe ich immer den Platz, den ich brauche für eine Batterie zur Verfügung. Im Sonderbau ist es natürlich so, dass der Batterieraum oftmals aus den Augen verloren wird, wenn ich mir dann Gedanken mache, welche Batterie kriege ich wo rein. Ja. Da gibt es verschiedene Ausführungen, Rundzellentechnologie oder halt eine Odyssee. Je nachdem, was ich für Bedarf habe, brauche ich Startleistung. Ja, wenn ich also einen großen V8 starten möchte, einen Big Block, dann brauche ich Startleistung, da brauche ich in der Regel keine Kapazität. Oder habe ich viele Verbraucher dran, wie jetzt im Kastenbikebau, brauche ich da Kapazität. Ja, da muss man die Batterie entsprechend auswählen. Extrem wenig Platz habe ich in der Regel nur im Kastenbikebau. Ja. Da greifen sie sehr häufig auf den Lithium zurück, weil das einfach die kleinstmögliche Bauart ist, die man also bekommen kann. Und das passt auch sehr gut rein. Okay. Und wie verhält sich beispielsweise beim Kippen der Batterie? Stichwort auslaufsicher. Also alle Batterien auf dem Markt grundsätzlich sind eigentlich auslaufsicher und auch bis 45 Grad. Also zum Einbauen, wenn man sie mal kippen muss, kann man das locker machen. Ja. Man soll sie aber immer stehend einbauen.
ja, also nicht liegend. Das ist gerade bei Bleisäurebatterien halt eben vorgegeben, ja, stehende Bauweise. Ansonsten sind die Batterien heute, die modernen Batterien, eigentlich alle auslaufsicher. Und ist es möglich, Batterien beispielsweise auch zu stapeln, dass ich sie übereinander baue? Wird hin und wieder mal gemacht und versucht, ist aber immer in die Hose gegangen bis jetzt, weil die Batterien halt eben dieser Kasten sehr, sehr schlagempfindlich ist. Ja. Und in der Regel ist es so, dass wenn wir gerade hier wie bei diesem Blockdeckel die Pole oben draufstehen, ich hier die Batterie draufstelle, die schwere, dann drücken die Pole ein und die Batterie ist kaputt. Also auf keinen Fall machen. Ja, Stefan, vielen Dank. Gerne. Intakt Battery Power. Immer die passende Batterie.